Mein Gott, UVP 2995 steht drauf. Was hast du denn bezahlt hier auf der Messe? Soll ich das jetzt verraten? Ja, sag. Ich habe jetzt einen Messepreis für 25 € bekommen. 2. Nee, eine. Eine. Ja. Sag mal, ist das wirklich so gut, dass man sagt, das sieht ja aus wie Spüli drin? Ich Aber gehe schwer von aus, dass das gut ist. Ich werde es gleich testen. Wenn nicht, ist er ein Kopf kleiner. ja, der da. Es ist schwierig, weil der ist ziemlich groß, oder? Ja, eben. Aber ein gewisser Tritt in die richtige Richtung, dann kommt auch er runter. So, ich zeig das mal. Du bist ja? Ich bin Sven Dehn aus Hamburg. Ja, du bist unglaublich bekannt. Also irgendwie kennt dich hier jeder auf dem ganzen Platz hier. Sag mal, du stehst aber nicht vor irgendwelchen Kaufhäusern und machst einen auf. Nee. Nein, nein. Wir haben in Hamburg also in Wedel bei Hamburg betreiben wir eine Wohnmüllreinigung mit Keramikversiegelung. So, dann zeig mir doch mal, was das Ding kann, der Reiniger. Du hast ja bestimmt auch was vorbereitet, oder? Also das kann ich hier an unserem Fahrzeug leider gar nicht zeigen, weil unser halt top dasteht. Dann müssen wir mal uns einen Pepper mal schnappen aus der Reihe und dann mal da testen. Ja, mach mal. Hol mal. So, hol mal einen aus der Reihe. Ist das wirklich so gut, das Zeug? Ja, ich verwende das auch. Also wenn die Streifen, wenn die so ein bisschen vergilben, einmal draufsprühen, abwischen und schon So, ist das alles Geschichte. ich befürchte, ich kriege nämlich gleich mal so ein Testset von dir, dass ich das mal sehen kann. Du machst doch Putzfuchs, oder? Da habe ich nämlich... Wir haben den Putzfuchs auch bei uns mit im Angebot, ja, den wir auch mit anbieten. Das lagert hier dann alles. Ich glaube, dass der Lappen, der nicht stinkt, oder? Genau, der stinkt nicht. Und reinigt gut. Und reinigt super und du kannst halt mit ganz, ganz wenig Wasser dein Fahrzeug waschen. Also so ein Pepper wasche ich jetzt das Dach mal ausgelassen, kann man mit 10 Liter Wasser waschen komplett. 10 Ohne dass Liter. ein Tropfen Wasser auf die Erde kommt. Und hier vorne ist es. Was ist das Besondere an dem Reiniger? Ist der irgendwie... Den Reiniger kannst du komplett ohne Wasser verwenden. Ja. Das heißt, ich kann die Insekten einsprühen und dann die Insekten einfach abreiben. Ich kann theoretisch auch das ganze Auto damit waschen. Er entfernt Regenstreifen, er entfernt Insekten. Und es ist noch ein kleiner Wachsanteil mit da drin. Das heißt, das Fahrzeug verschmutzt danach auch nicht mehr so stark. Okay, also ich brauche ihn nie wieder reinigen danach. Ja doch, das musst du doch schon mal. Das funktioniert halt nicht. Die eierlegende Wollmilchsau ist das Ding. Jetzt bin ich mal echt gespannt. Wir nehmen uns mal einen raus und Wir gehen fragen mal in ihn die mal Reihe, jetzt. da schnappen komm. uns mal irgendeinen. Das ist. Ich liebe so Leute wie dich, weißt du das? Ich habe früher mal so ganz gespannt, habe ich immer zugeguckt, als ich ein Kind war. Da waren die immer vom Kaufhof und haben dann gesagt, Mit ihren Gemüseraspeln? nee, genau, mit den Raspeln, kennst du das? Ja, klar. Wir So, sind und ein jetzt, Alter. der Wir sind denkt- ein Alter. Ich bin Baujahr 68 und du? 71. 71. Und das war so geil, weil du hast dann immer 15 Minuten und die haben nie den Preis gesagt. Und dann am Schluss sagt er, nein, nicht 60 Mark, nicht 50 Mark, nicht 40, nicht 30, nicht 20, 10 Mark. Und sie kriegen 2 dabei. Genau, sowas. Ich Das- kenne das auch noch vom Zuschauen. So. Das sind wie auf dem Hamburger Fischmarkt. Am Fischmarkt? Ja. Ist bei dir ein bisschen anders. Das heißt, du sagst, das Zeug funktioniert wirklich. Das oder? Zeug funktioniert. Du kannst hier jeden in der Peppergruppe fragen. Das haben ganz, ganz viele schon gekauft. Ja. Und die sind alle hellauf begeistert, ja. So, das funktioniert aber nur beim Pepper, oder? Nein, das funktioniert bei jedem Fahrzeug. Das Okay. funktioniert bei deinem Motorrad, das funktioniert bei deinem Auto. Das funktioniert an deinen Jalousien von deinem Haus. Kannst du dir damit reinigen. Das Bei meiner Frau? Ja, die holländischen Frauen waschen sich damit. Deswegen sehen die alle so gut aus. Ist das denn, ich sag mal, natürlich kann man das trinken, oder? Nein, das sollte man jetzt nicht machen. Das ist halt immer noch ein Reinigungsmittel. Ne? Okay, also das ist schon ein bisschen Chemie drin, oder? Klar ist da Chemie drin, ja, aber es greift jetzt keine Oberflächen an. Also auch wenn du jetzt mal bei solcher Sonne reinigen solltest und das trocknet an, einfach nass machen und wieder abwischen. Hier, da vorne haben wir einen, die müssen wir schon fragen, bevor jetzt die Alarmanlage losgeht bei denen. Die Tür mal auf, dann fragen wir einmal. Sind da Streifen drin? Kann man. Das ist hier zum Beispiel. Wenn er darauf geht, das ist alles runter gleich. Den Kleber kriegst du nicht weg, der muss ja da bleiben. Aber diese Vergilbung hier, guck mal, das ist doch prädestiniert, die Reihe. Ja, die Frage ist natürlich, ob ich das, aber was ich sehe ist... Das kriegst du gleich auf deine Kamera rauf, das verspreche ich dir. Sprühen wir jetzt einfach mal so ein. Dann wartest du so 3-4 Sekunden. Das langt. Ja, das langt. Und dann ziehst du einmal so. Nee, So, das gibt's doch gar nicht. das funktioniert. Ihr habt das hier gefaked. Ihr habt euch abgesprochen. Du kennst den Mann, oder? Nee, doch nicht. Er hat den vorher gereinigt, damit ich hier fürs Video... Nee, aber deshalb wollte ich ja den Reiniger gewinnen. Guck mal hier. Ich will sonst immer Das ist ja krass. Guck mal den Unterschied an von der alten. Ne? Wahnsinn. Ich habe nur davon gelesen, dass Kannst du auch hier beim Trummerkamin auch noch mal schön Warte. Nee. Das ist nämlich so typisch die... Das sind die typischen Stellen. Ja. Da siehst du jetzt halt schon, wie der Schmutz schon drunter läuft dann halt, ne? Das gibt's doch gar nicht. Und auch hier, irgendwann kriegst du es halt nicht mehr weg, weil das sehr kalkhaltig ist, das Wasser, was da aus dem Kamin kommt. Irgendwann ist das natürlich im Material auch drin, aber im Großen und Ganzen kriegst du ihn halt sehr gut sauber. Auch was hier unten ist, die schwarzen Streifen, die kommst du dann halt auch schon. So, da vorne ist ein schwarzer Streifen. Ist der jetzt fest drin, der da? Nee, der da oben drüber. Guck mal. Ja, das muss man dann ein bisschen mehr nochmal machen, weil das irgendwann, wenn das sehr lange drauf ist, dann länger einweichen, aber dann kriegst du es halt schon. Siehst du?
Siehst du? Boah, komplett weg. Der ist weg dann, ja. So, ne? Hier auch hier unten. Sag mal, das Zeug ist so gut, das müsste man verkaufen, ne? Ja, das verkaufen wir auch. Das ist halt ein Produkt, was bisher immer nur auf Campingplätzen oder Stellplätzen im Direktvertrieb vertrieben wurde halt. Ja. Von dem Hersteller. Und wir sind jetzt eine Vertriebsstelle und wir vertreiben das halt im größeren Stil dann. Also du machst praktisch Detailing für Wohnmobile, so ein bisschen? Ja, genau. Egal, Autos, Wohnmobile, alles? Ja, hauptsächlich machen wir Wohnmobile, aber Autos natürlich auch. Und Ist in Amerika eine Riesenindustrie, die ist ja ein bisschen rübergeschwappt, ja. Du machst also quasi aus einem Haufen, der total dreckig und alt ist, machst du ein fast neues Wohnmobil, ne? ja, wir haben schon Kunden gehabt, die bei uns angekommen sind und haben ihr Auto nicht gefunden. Felgen gehen auch? Felgen gehen auch. Sag mal, also hier ist jetzt eine Felge, die ist so richtig schön dreckig. Mann, oh Mann. Hier. Mein Mann hat angeblich erst geputzt, sagt sie. So, und da, Die Ducato-Felgen sind natürlich nicht unbedingt so schöne Felgen, weil die brennen sehr schnell ein. ja, aber geht trotzdem. Aber es sehe ich geht grad. trotzdem, wie du siehst, kriegt man das doch schon ganz gut runter. Ja. Also es kommt leider nicht so rüber, aber es ist komplett sauber geworden. Auch Insekten können wir noch einmal vorne zeigen, das haben wir ja bestimmt auch. Die armen Insekten. Erst müssen sie sterben. So, da sind Insekten. Guck mal, jetzt siehst du schon, wie sich hier, siehst du das? Ich weiß nicht, ob die Kamera das aufnimmt, wie das schon zerläuft. Die Insekten, wie sie schon lösen. Und jetzt wischst du einmal rüber. Sind sie fast weg. Das heißt, wenn du jetzt ein bisschen länger einwirken lassen würdest, dann wäre es noch besser. Genau. Du wolltest es ja so schnell haben. Aber das ist beeindruckend. Sag mal, hier, sowas hier, wenn es stumpf ist? Ja, was stumpf ist, kriegst du auch mit dem Reiniger nicht mehr glänzend, aber du kriegst es halt sauber dann, ne? Ja. Und das ist sowieso vom Material hier sowieso vom Haus aus nicht glänzend. Aber du siehst, es wird wieder Warte mal, schön. ich habe hier ein schönes Beispiel. Das ist so richtig schön dreckig und stumpf. Geht da nochmal drüber? Du meinst Das da, ja, genau. Dass man das mal schön sieht. Die Kante auch mal da. Das ist krass, das ist wie neu. Okay, Ja. das pflegt das auch ein bisschen, oder? Da ist ein kleiner Wachsanteil mit dabei, genau, das pflegt das Ganze auch nochmal. Und wenn du das Fahrzeug damit auch gewaschen hast, dann verschmutzt es auch nicht mehr so stark. Achso, Sie. Noch, oder? Was, du hast noch mehr Ich auch noch probieren. Dann wird dann Das sind so diese typischen Stellen, wo du dir dann echt wirklich den Wolf putzt. Dann, Warte ne? mal, da zeige ich mal gerade, da vorne. Ganz schlimm ist es bei meinem Affinity, der hat einen Alkoven. Der Alkoven tropft runter auf die Scheibe und die Scheibe ist dreckig. Und das kriegst du kaum weg. Ja. Guck mal, einfach auch relativ sparsam. Unglaublich, hast du gesehen? Ist das nicht toll? doch. Super. Angewandt oder so. Einfach mal einmal rüber, dann noch einmal trocken wischen, weil der kleine Wachsanteil bei ist, den polierst du praktisch raus. Hast du schon eine Frau eigentlich? Ja, wolltest du mich heiraten? Nee, aber ich kann mir vorstellen, dass einige Frauen, die das sehen, sagen, ey, so ein Mann, der so gut putzen kann. So effektiv, ja. Wahnsinn. Bei uns hab ich aber Guck mal hier, da, schau mal da. Da ist nämlich eine Stelle, da ist das Fenster immer offen bei dir und da tropft es runter und diese Stelle ist unglaublich. Und wer sich auskennt, wie hartnäckig das immer drin ist. Ja, das ist schwierig zu. Wenn auch gerade so diese Sog, die an den Toilettenklappen sind Sog, die sind ja so bräunlich. Wenn du das einsprühst, dann siehst du richtig schon, wie das Braune runterläuft und wieder weiß wird. So, jetzt mache ich mal was. Wenn du mal gerade mitkommst. Ja. Das war jetzt ein Test, der wurde ja von euch gefaked und vorbereitet. Jetzt gucken wir mal gerade irgendein anderer. Suchst du dir einen aus? Ich suche mir einen aus. Wie suchst du den richtigen aus? Ja. Müssen wir gucken, dass die auch da sind. Nicht dass die Haube, ja die Haube. Sag mal, darf ich mal ganz kurz bei euch was sauber machen fürs Fernsehen? Ja, klar. Wenn du mal gerade guckst, Sehr gerne. er macht mal gerade was. Und zwar wieder mal da vorne das Heizungsding von der Truma. Das ist nämlich so richtig schön, das Vergilbte kriegst du ja nicht sauber. Nein, das Vergilbte kriegst du irgendwann nicht mehr sauber. Das ist das Problem, wenn die hell sind. In der Regel nimmt man die auch nicht hell, sondern in schwarz. Weil wenn die hell sind, die vergilben ganz schnell. Das kriegst du auch nicht sauber. Also da wird jetzt sicherlich ein bisschen Dreck runterlaufen, aber da wird nicht viel passieren. Das ist einfach vom Material hier so. Da passiert bei dem nichts mehr. Nein. Da gibt es einen Trick bei dir. Ich glaube, Peroxid baden mit UV-Licht. Okay, Dann gut. Werden die wieder weiß. Ja, weiß ich nicht. Das glaube ich eher nicht. Das ist vom Material einfach so dann. Ne? Das ist dann einfach. Das Nee, es funktioniert wirklich. Echt, das funktioniert? Ja, Okay, das kann ich Peroxid und dieser UV-Licht. Okay. Und dann machst du es 2 Stunden, da ist es wieder weiß. Okay, das kannte ich jetzt nicht. So ein, ja, muss ja sagen, ich bin ja alter YouTube-Gucker. Aber das hier mit diesen Leisten, das hier ist ja das Dichtmittel. Das ist das Dichtmittel, genau. Und da ist natürlich Schmutz drin. Das wirst du auch ein bisschen besser kriegen. Aber das wird immer wieder verschmutzen. Ja, weil das klebt. Weil das klebt, genau. Da darfst du natürlich auch nicht so doll drauf rumrubbeln dann, ne? Das soll ja auch dicht sein, aber auch wie du siehst, kriegst du das hier doch wieder ganz schön sauber. Sag mal, ich habe euch eben gefilmt, ich habe gedacht, ihr werdet saubere Leute. Das ist, dass die Dichtleisten so dreckig sind. Ja. Tja, was muss man machen? Ist ja eben so, ne? Ja. Klebrig.
Ganz schlimm. Entspannung ist wichtiger wie Putzen. So, komm, ich filme das mal gerade. Der Wohnmobilreiniger.de. Hast du irgendwas gelernt im Leben? Ich habe was gelernt, ja, Was denn? aber was ganz anderes. Was hast du gemacht? Ich bin Sofa. Du bist Inneneinrichter. Nee, Sozialversicherungsfachangestellter ursprünglich mal. Ja, bei der Krankenkasse gelernt, aber das ist schon über 30 Jahre her. Okay, und dann hast du immer gedacht, da habe ich keinen Bock mehr drauf? Oder? Ja, irgendwann bin ich dann haben wir selbst, Camping mache ich schon von Kindheit an, irgendwie dann mal mit dem T3 angefangen, Wohnwagen, dann Wohnmobilvermietung gemacht und dann sind wir irgendwann seit einigen Jahren in die Wohnmobilreinigung reingerutscht. Weil ich Und so denke hat sich das Ganze dann entwickelt. mir auch, wenn du hier so Reiniger verkaufst, da bist du ja direkt mal erstmal sagen die Leute, der Reinigerverkäufer und so. Aber das Zeug ist echt gut, oder? Das Zeug ist gut, ja. Ja. Und Komm, wir gucken mal noch eine Sache. guck mal, So, Dana. mit dem Sog, mit der Sogklappe vielleicht mal. Da vorne ist eine. Wenn die schmutzig ist, die sieht dann noch relativ neu aus, weil er hat nämlich auch unseren Reiniger. Du hast auch den Reiniger. Den Reiniger habe ich auch. Ja. Ist der gut, der Reiniger? Der ist gut. Warum? Das braucht man nur aufsprühen und muss man nicht groß was tun. Ne? Ich habe das Gefühl, er macht das vorher immer dreckig dann, damit das ja, das macht er ganz bewusst. Genau, ja, das ist so. Aber es funktioniert wirklich gut. Verkauft besser. Okay. Also ich sehe nämlich die Sogklappe, die Die sieht jetzt echt noch gut aus. Also es gibt die auch, die sind auch in Gelb, gelblich schon alles. Aber auch hier siehst du halt schon so ein bisschen, dass da sich der Schmutz schon so ein bisschen löst dann. Und du siehst halt, wie sie wieder schön. ist wie neu. Das ist wieder schön. So, für alle, die nicht wissen, was Sog ist, das ist ein Absaugsystem für tolle Gerüche. Funktioniert sogar. Wenn du die mal gerade aufmachst, die Sogklappe, ich habe nämlich was gefunden. Ich brauche einen Schlüssel. Da ist gar nicht zu. Guck mal, dein Klo ist auf. Guck mal, das Klo ist auf. Guck mal hier. Warte mal ganz kurz, ich filme das mal gerade. Das sind so Stellen, die macht man ja nicht sauber. So, und dann, wenn du da mal gerade rangehst. Hält mal einmal die Klappe kurz so, Rainer. Ja, wie sparsam du bist. Das ist das Schöne an dem Reiniger. Der ist ja relativ, in Anführungsstrichen, nicht gerade preisgünstig, aber er ist sehr effektiv. Liebe Firma Tedford, ihr müsst das mitgeben bei euren Klos. Die kennst du, die Stimme? Oh, wie schlimm. Was hast du? Du hast viele Videos geguckt. Dein Vorname? Marlies. Marlies. Ihr habt den besten Hund der Welt. Darf ich dir mal zeigen? Da ist er, der Rocky. Nein, das ist Henry, Graf von Tenneberg. Ist der goldig? Ja, der ist goldig, der ist total süß und der ist immer mit dabei, immer. Ich habe ein Windspiel, die haben ja die gleiche Schnauzen. Also auch so lang. Und Nee, der ist, ist der abends immer wieder am Schoß? ja, immer. Auch während der Fahrt, leider während der Fahrt immer. Der ist wirklich adelig? Ja, der heißt Graf vom Tenneberg, von einem Schloss. Henry. Toll. Und ist das schön, die Videos, die wir machen? Weil mal so, mal so. Super, nee, gefällt mir ganz toll. Aber auch die Storys über Leute manchmal? Ja, finde ich cool, ja. Das ist, Vielen Dank. bitte, gerne. So, ich gehe mal kurz zu ihm. Wir müssen noch ein bisschen. Was hat er jetzt? Nur die Fahrspuren wegmachen, mehr nicht. Ich wollte nicht mein Auto. Damit kommt ja nicht ganz bis oben an, dann machen wir das mal eben. Ja, weißt du, was das jetzt kostet, wenn du nicht an deinem Stand bist jetzt und wir hier filmen? Aber meine Frau ist ja da, die Also. in Stellung. Das ist gut. Na, hat mich noch nicht überzeugt jetzt hier, muss ich sagen. Da ist noch ein bisschen. Ich glaube, der Trick ist einwirken lassen, gell? Ein bisschen Zeit Ein geben. bisschen Zeit geben. Es kommt natürlich auch an, wie lange das auch schon runtergelaufen ist. Deswegen, wenn man regelmäßig dabei ist, dann reicht es, wenn wir die einmal einsprühen und wischen, ansonsten zweimal einsprühen und dann nochmal wischen dann. Gut. Na. Also das mit den Flecken, das ist überzeugend, weil das ist, glaube ich, das Hauptproblem, was viele Wohnmobile Schwarze haben. Streifen, Insekten, das ist halt das Problem, was jeder hat. Okay, klasse. Im Kühlschrank geht das auch? Im Kühlschrank? Ja, im Kühlschrank, wenn du da mal so Streifen hast oder so, die habe ich auch mal ab und zu. Okay, habe ich noch nie, ehrlich gesagt noch nicht probiert. Okay, nicht so schlimm. Musst du mal probieren, dann berichtest du. Mache ich. So, da vorne sind wir. Komm, wir gehen nochmal zurück, dass wir das haben. Ist ja schon, wenn du hier 4 Tage bist, sind ja auch 4 Tage, die du, ich sag mal, jetzt nicht gerade Urlaub machst, oder? Na, aber es ist ja, wir leben das ganze Jahr. Ja. Uns macht das ja Spaß. Nicht umsonst machen wir das ja. Aber das ist schon so, wenn du halt so ein Produkt hast. Hast du so ein Produkt schon mal gesehen? Also mit der Wirkung? Nein, da bin ich durch Zufall drauf gestoßen und davon waren wir halt begeistert, überzeugt, selbst getestet. Ich habe es mir dann auch so vorführen lassen, wie du das gerade machst und ja, dann war das der ausschlaggebende Punkt, okay, das machen wir. Okay, ist ja natürlich auch super für Fahrzeugaufbereiter. Ihr habt das selbst im Einsatz, das Zeug? Wir haben das selbst im Einsatz täglich, ja. Das glaube ich auch so. Und dass du dann sagst, Täglich. hier die Mittel, es gibt ja hunderte von Mitteln, die irgendwie im Internet getestet, geprüft werden für alles irgendwas anderes. Ich habe schon hunderte Mittel gehabt und viel gekauft und viel weggeworfen. Okay, das heißt, du sagst, das ist wirklich was für viele Sachen. Das heißt, du kannst daran mit Gummi. Ja, du kannst deine Terrassenmöbel damit machen, du kannst deine Markise damit zu Hause machen. Du kannst theoretisch auch Platten, also so Gehwegplatten im Garten damit machen, wenn du Moos hast, schön einsprühen, mit einer ordentlichen Bürste rubbeln, nicht mit dem Hochdruckreiniger machen. Das damit machen. Du kannst deine Kunststofffenster zu Hause damit machen. Wenn du vielleicht Raucher zu Hause bist, den Teer kriegst du super damit weg.
So, ich zeig's mal. der-wohnmobilreiniger.de. Da ist es bei dir auf der Webseite, das Produkt? Ja, So, Webshop. der-wohnmobilreiniger.de. Vielen Dank fürs Einschalten. Und dein Vorname nochmal? Sven. 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 Ich auch, ja. Danke. Tschüss.